Herzlich willkommen zurück aus Columbus, Ohio. Der Wettermann Urs Kaliczynski ist wieder vor Ort für Sie. Nee, Spaß, ihr merkt, meine Laune ist gerade gut, denn der Reispudding wurde verhaftet. Und was heißt es? Genau, es geht ab ins Training. Und zwar steht die letzte Pull-Einheit auf dem Plan. Morgen dann noch Ganzkörper oder halt Oberkörper durchpumpen. Traum eines jeden Disco-Pumpers. Gell, Ramiro? Yes. Jawohl, Alter. Und die WG ist auch am Start. Und dank dem letzten Video haben wir offiziellen WG-Name La Casa de Oso, das Haus des Bären. Fand ich geil, haben wir genommen. Deswegen sind wir jetzt hier am Start. Und was darf zum Meal nicht fehlen? Natürlich, weil wir abgehoben sind. Erstmal einen Schluck Fiji Water. Tatsächlich trinke ich nochmal immer das andere Wasser. Das kennt ihr aus den anderen USA-Videos. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber das gab es nicht. Und da jetzt hier auch ein schweres Unglück war mit so Trinkwasservergiftung und so in Ohio, was ein bisschen mies ist, lassen wir nichts anbrennen und haben ganz viel Wasser gekauft, auch Zähne putzen, alles, Leitungswasser vermeiden, kochen auch mit normalem Wasser. Ich koche seit neuestem mit Fiji Water. Aber was auch ganz cool ist, ich weiß nicht, ich habe es glaube gestern schon erwähnt, mein Brain ist ein bisschen AFK, deswegen verzeiht es mir. Aber das Ding hat 1 Liter, zwischen 8 und 10 Liter trinke ich am Tag. Jetzt bis morgen noch oder bis übermorgen mal gucken. Und dementsprechend ist es ganz cool, weil dann weiß ich, 8 Stück plus 2 Gatorades und dann sind wir gut dabei. Und dementsprechend kann ich mir das Ding hier auch gut befüllen, den Tank. Ramiro, wo haben wir schon wieder den Trichter? Da haben wir den Trichter. Weil man muss dem Ehrenbruder eins lassen. Nach Alice ist der auf jeden Fall die Putzikone Nummer 2 hier in der WG. Also ich stehe hier morgens auf und es ist nicht so irgendwie räudig, dass alles rumliegt, sondern wahrscheinlich nicht räudig, dass alles rumliegt. Alles richtig verballert im Hintergrund. Aber es ist sehr sauber gehalten und das feiere ich einfach. Dementsprechend, Trichter war immer gut verstaut, aber jetzt kommen wir mal was einwenden. Ich würde gerne noch was einwenden. Guck mal, im letzten Video hatten wir doch Ramiro Schlafproblem. Richtig? Und Ramiro hat sein Schlafproblem geupdatet. Mit dieser wunderbaren Matratze aus dem Walmart haben wir ihm gespendet. Spende aus der Klassenkasse hier. So sieht's aus auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier aber Nitro X am Start. Nicht in der Polacco Edition, in der weiß-roten, sondern in der was auch immer Edition, Alter. Sucht's euch aus. Den Scoop natürlich, aber auf Polacco-Basis von hier mitgenommen. Der wird auch da drin bleiben bis Deutschland. Und wir hauen 20 Gramm für den extra Pump heute. Da der Rücken und der Bizep ordentlich aufgeblasen werden müssen. Ja, mit den Kohlenhydraten, die ich noch im System habe. Das ist ungefähr eher so eat. Gibt's aber hier 1 Liter Wasser, kann ich euch auch immer empfehlen. Hier by the way noch mein Salz, abgewogen 8 Gramm, auch am Start, Pink Himalayan Salt. Was wichtig für den Pump ist, Salz, viel Wasser, also mischt eure Pre-Workouts nicht immer nur mit so 200 Milliliter Wasser an und kippt die runter. By the way, das Blitzlichtgewitter hier im Hintergrund ist, weil ich Fiji Water trinke. Nee, Spaß. Weil Ramiro die krassesten Pics raushaut. Also schaut auch mal auf Insta vorbei. Dem Insta-Feed, der wird jetzt auch daily bespielt mit geilen Bildern, geilen Impressionen, so nicht den gestellten Bildern, so Blick hinter die Kulissen war mir wichtig, das auch diesmal mitzunehmen. Aber zurück zum Pump, auf jeden Fall viel Wasser benutzen, gern auch, wenn ihr vom Pump-Booster keinen Pump kriegt, mehr salzen, also mehr euer Pre-Workout essen und so salzen, da ist es einfach ein Elektrolytmangel, den ihr habt. Könnt aber auch einfach noch einen Elektrolytstick, die wir bei ESN am Start haben, damit reinmischen und dann solltet ihr auf jeden Fall safe sein. Davon habe ich auch einige mit eingepackt, denn nach dem Wettkampf ist der Körper dementsprechend entwässert und braucht Elektrolyte. Aber so sieht's aus. Routine am Start, wird auch hier weiter bewahrt und ich sag gut Kick. Wir sehen uns auf dem Weg ins Studio und wie immer könnt ihr sparen mit Code Polacco bei ESN. Also
let's go auf eine erfolgreiche letzte Pull-Session hier. Ein bisschen Lippenbalsam, dann kann es ab ins Training gehen. Wir sind wieder da, Freunde. Daily Ablauf. Morgen gibt es nochmal ein Oberkörpertraining und das machen wir dann in diesem offiziellen The Pros Gym, ehemaliges Powerhouse Gym in Columbus, Ohio, was auch von den Arnolds so zur Verfügung gestellt wird mäßig. Und dann soll es erledigt sein. Ja, so sehen wir uns drin. My Brazilian brother is back. Oh, it's you, bro. You good? Great. Diogo, my outlaw brother in Iron, Men's Physique Champ. Er ist genauso Dritter bei der Olympia, Dritter bei der Arnolds, gleich wie ja, Urs. vom Ranking sind wir gleich am Start. Dass wir nach oben kommen. We're gonna shoot from the moon, so when we miss we land in the stars, but if we don't miss we're gonna have some Olympia champs im Team Outlaw. Pull ist eigentlich immer geil, so deswegen. Und ist auch für mich immer das, weil ich mich da am meisten verbessern will. Rücken, Arme ist immer so das, wo ich am meisten drauf hinfieber, aber eigentlich jedes Training. Und einer noch, komm. Oh, ja. Machen wir einen leichteren. Ja. Das abgehobene Fiji Water. Ganz neu im Sortiment jetzt. Darf ich dir auch ein köstliches Fiji Water anbieten, Matze? Nur $5 irgendwas. Aber es schmeckt. Ah, wobei. Smart Water? Das habe ich sonst immer getrunken. Das habe ich sonst immer. Der Name ist mir vorher nicht eingefallen. Smart Water. Das ist geil. Aber in Deutschland ist das Beste natürlich das gute Wolwig. Wisst ihr Bescheid? V fürs Vajo oder für Wolwig. Ich denke mir die ganze Zeit so, Olympiafinalisten, die saufen nur noch Fidschi. $5 den Liter. Aber Wasser ist nicht gleich Wasser, oder? Nee. Muss man schon sagen. Aber ich habe so mit einem Ohr mitgekriegt, Saskia fand ich immer gut. Ernsthaft? Echt? Ja. Mit David Hoffmann will ich nichts mehr zu tun haben. Bread and Butter für den Rücken. Pull-ups. Okay. Und wann würdest du Jungs einen Coach ans Herz legen? Ehrlich gesagt, ab dem Moment, wo man sich leisten kann im Sinne. Also ich war immer Fan davon, sich viel selbst beizubringen. Ich biete natürlich auch Coaching an, Golden Coaching, könnt ihr abchecken. Aber ich sag so, selber zu lernen ist natürlich der steinigere Weg, aber bringt euch auf Long-Term gesehen mehr. Das sage ich jetzt, obwohl ich auch coach und das sozusagen verkaufen könnt, aber von mir kriegt ihr den Real Talk dementsprechend. Ja, wenn ihr jung seid, nicht die Kohle habt, euch noch nicht Essen kaufen könnt, dann investiert lieber das Geld. Vernünftige Nahrung als erstes, ein gutes Gym und Supplements und das wird euch mehr weiterbringen und bringt euch so viel bei selbst wie möglich. Also selbst Studium betreiben, dementsprechend ja, seid ihr damit auf Long-Term gesehen immer besser dran, weil ihr selber agieren könnt. Aber, jetzt kommt das große Aber, wenn ihr halt möglichst schnell an euer Ziel kommen wollt und möglichst gebündelt krasses Wissen aufnehmen wollt, dann macht ein Coaching absolut Sinn und dementsprechend ja, müsst ihr das abwiegen. Habt ihr das Geld, habt ihr ja, die Kapazität und dementsprechend ja, muss man sich das so jeder selbst für sich abwiegen, würde ich sagen. Aber ja, heute ist auch mega viel Trash unterwegs, gerade auf TikTok und so die ganzen Tutorials. Ich habe dir schon, wo die Cam aus war, haben wir gestern auch einen kleinen Deep Talk gehabt. Ich habe gesagt, jetzt zu der Zeit
weil Meth hinter der Cam und ich so ungefähr zur selben Zeit ins Fitness-Game kamen und groß geworden sind. Haben wir auch so drüber gelacht dann, weil bei uns gab es halt so gerade so die ersten Fitness-YouTuber wie hier Grüße an Tim Gabel und so, die man sich gegönnt hat. Und da gab es nicht viel mehr Infos so. Und heutzutage gibt es aber jedes Themengebiet im Bodybuilding Informationen, wo ich mir dann auch denke, Alter, es ist viel zu viel, was da rumkursiert und jeder switcht dann halt nach 3 Trainingseinheiten auf ein anderes Programm. Und das ist halt ja auch dann eine Sache, die nicht funktioniert. Bodybuilding ist Kontinuance. Wir müssen nicht jeden Tag perfekt essen, perfekt trainieren, aber wer 5-mal die Woche ins Training geht und wer einmal die Woche ins Training geht, dürfte 3-mal erwarten, wer bessere Erfolge erzielen wird. Dementsprechend, ja, die ganze Coaching-Thematik immer so eine Abwiegungssache, aber ich würde sagen, macht definitiv Sinn. David, können wir hier reinspringen? So, diese Übung steht bei mir original im Trainingsbuch als Stefan Outlaw Spezial Row drinnen, weil der Kollege mir die beigebracht hat sozusagen. Das war auch die allererste Übung, kann ich mich erinnern, unserem allerersten Training, wo ich dich das allererste Mal besucht habe. Und ich wollte dich schon immer fragen, wo hast du diese gottlos geile Übung? Das ist in Zusammenarbeit mit dem kleinen Michi entstanden. Weil die ist ja selbst konzipiert. Genau. Der Sitz ist ganz unten, ihr stützt euch hier ab. Ich habe es immer falsch gemacht und dachte mir, oh, ich hasse den Stefan dafür, weil ich halt nicht richtig den Gegendruck aufbauen konnte. Und du brauchst da den Gegendruck, aber dann triffst du... So ist es, du triffst halt einen Lattansatz. Du hast vollen Stretch und kannst wunderbar kontrahieren. Und vor allem für die sich schwer tun, den Lat zu treffen, eine wunderbare Übung, weil sie ihn über die ganze Länge belasten können und man eigentlich, so wie man es jetzt sieht bei mir, sehr stabil drinnen steht, mit Ellbogen und Knieabstützung funktioniert das wunderbar. Der kleine Michi muss dann noch so einen Stepper unten hinstellen, weil er sonst klein ist. Das ist immer das, was man sich zuerst klar werden muss. Das ist auch, wenn man jetzt als Coach Anfragen kriegt, wenn ich keinen progressiven Gedanken habe und mich nicht verbessern will, macht den Sport einfach so, wie es dir Spaß macht. Also sagst du, dass ein guter Coach auch sowas vorher abfragt, bevor er dich... Sollte er, genau. Was sind deine Ziele? Was möchtest du haben? Und wenn jetzt einer sagt, okay, ich will halt einfach Spaß am Training haben und habe schon gewisse Grunderfahrung, dann brauche ich keinen Coach mehr. So habe ich ja jetzt geklärt. Der Mädels im Gym geklärt. Ja, 73 cm sind auch am Start, 74. Also dick ist er nicht, aber der Kollege hat halt eine, lass mich nicht lügen, ist ja auch so von der Knochenstruktur so ein zierlicher Mann eigentlich, aber halt full bepackt dann mit Muscles. Also ist die Illusion greift geisteskrank und darum geht es in dem Sport. Ja. Ja. Absolut krank sieht der aus, gell? Ja. Das muss man schon sagen. Ich bin jetzt nicht der übelste Mans Physik-Fan. Also ich feiere die Klasse, es macht Bodybuilding größer. Ihr kennt meine Meinung. Alles, was den Sport zum Wachsen bringt, feiere ich. Aber es sieht schon gestört aus, Alter. So. Was sagst du dazu? Ich finde sein Back richtig krass, gell? Aber generell Mans Physik. Alice, die Frau fürs Offene. Bisschen Bizep, ja genau. Das ist die einzig wahre. Die weiß, wie es läuft.
sind durch. Jetzt gibt es Post-Workout Reispudding. Auf den freue ich mich schon. Deswegen gibt es gleich die Zubereitung à la Tim Melzer. Und jetzt raus hier, aber ganz schnell. Der arme Tim Melzer, der wird so geroastet in meinem YouTube-Kanal. Aber irgendwann gehen wir auch zu Tim Melzer ins Restaurant essen. Dann hat er alles wieder gut. Jetzt hast du unser Ding gefilmt, wie man in unsere Bude kommt. Also der schlaue Abonnent schaut jetzt das Video, holt sich direkt das Flugticket nach Columbus, Ohio, rennt zu der Bude, wenn wir nicht da sind, und raubt die ganze Bude aus. Morgen sind wir leer. Ihr kriegt auf jeden Fall hier unter anderem ESN Proteinchips im Geschmack Paprika und Thai Sweet Chili. Und bei Interesse kriegt ihr noch einen Topper. ja, die Killer. Könnt ihr noch einen Bettbezug euch abstauben. Ganz entspannt hier. Koch mal das Ding auf. Da war noch was so übrig. Ein wahrer Bodybuilder benutzt möglichst wenig. Eine Schüssel, ein Löffel, ein Lieblingslöffel, mit dem er immer isst. Ist auch so ein Tick, den man sich eingewohnt. Und wenn man dann den Löffel nicht hat, dann wird man wahnsinnig. Aber das wird man alles erst selber erfahren, wenn man selber eine Wettkampf-Prep durchlebt hat. So, Instant Rice Pudding, 3000 Gramm Sack, sollte auf jeden Fall reichen bis zum Abflug nach Hause. Bei 80 Gramm in den Helm. Hier haben wir unser Salz abgewogen. Da kommt auch noch eine ordentliche Schippe drüber. Das Ganze lassen wir jetzt so stehen, bis das Wasser aufgekocht ist. Also wer mein Pre-Workout Secret schon mal geguckt hat, das Video mit dem besten Pre-Workout Meal, der weiß, wie der Kuchen zubereitet wird. Die, was es nicht wissen, wir müssen jetzt warten, bis das Wasser gekocht ist. Das Wasser kocht und der Move muss mir gelingen. Gibst du das nicht ab, das Wasser? 350 Gramm haben wir hier am Start, aber nicht zu viel. Das lassen wir jetzt noch eine Weile durchziehen, wisst ihr ja. Weil da kommt dann ja noch dieses Sprudelwasser dazu, um das Ganze schön voluminös zu gestalten. Das sind die Hacks am Ende einer Prep. Dementsprechend rühren wir das hier um, lassen das Ganze 10 Minuten ziehen und dann Okay, hast du den Hack? Den habe ich von Alice, wem sonst? Wie nennt sich das? Das hat deine Mom für dich als Kind gemacht. Sprudelkuchen, gell? Ja. Sprudelkuchen heißt es im Schwabenländle. Richtig. Das habe ich leider nie bekommen. Meine Lieblingstorte als Kind war die Erdbeertorte. Mama, wenn du das siehst, du weißt, was dir blüht im April schon wieder. Wenn so ein Mann vorbeikommt, gibt es die Erdbeertorte mit guter Portion Schlagsahne. Meine Freunde, hier sind wir wieder. Der Reispudding hat durchgezogen, hat die perfekte Konsistenz. So ein bisschen zu fest für den normalen Gebrauch. Ich benutze immer das Final Protein, da sind noch Enzyme mit drin. Ein Geschmack Lemon tatsächlich. Lemon fragt man sich so, okay, wie schmeckt das da drin? Ich dachte am Anfang so, oh nee, passt gar nicht, ich bin gar nicht so der Lemon-Typ, aber gib dir mal einen Versuch. Ist mein Favorit für den Kuchen, hat mich auch Alice eigentlich drauf gebracht, weil ich mir dachte, so alter Lemon kann ich mir nicht geben. Aber ist tatsächlich ein Favorite von mir geworden. Und dann tut ihr das hier langsam geschmeidig mixen, dass es hier alles eine homogene Masse gibt, bevor ihr den Sprudel dazu macht. Und lasst auch immer die Haferflocken, wenn ihr so Porridge macht oder sonst irgendwas, kleiner Tipp am Rande, lasst es erstmal kurz stehen, auch wenn man Bock hat, das zu essen. Außer ihr seid jetzt in der Off-Season und müsst so viel essen, dass es einfach runter muss. Aber wenn das zu heiß ist, der Reispudding oder die Haferflocken, dann klumpt das Whey, das ist ganz normal. Und woran ihr auch gutes Whey-Isolat oder Hydrolysat, wie es jetzt bei Vario der Fall ist, erkennt, ist, wenn das Ganze dann noch flüssiger wird. Das seht ihr hier. Dementsprechend wundert euch nicht, wenn ihr Casein oder so benutzt. Das mache ich in der Off-Season ganz gern. 2C Plus von Vario oder das normale Designer Whey, was auch mega gut ist. Dann wird das Ganze eher fester. Also wenn ihr da eine festere Konsistenz haben wollt, dann nehmt das andere Whey. Aber bei mir geht es jetzt gerade um Funktionalität des Essens. Gerade vor dem Wettkampf muss die Verdauung auf jeden Fall gut laufen. Deswegen nutze ich auch tatsächlich Final Protein bis zum Aufladetag. Dieser Mythos, keine Milchprodukte bis zum Wettkampftag oder sonst was,
Ist auch einfach völlig veraltet, meiner Meinung nach. Wenn ihr was gut vertragt, dann esst es und switcht dann nicht viel rum. Jetzt adden wir hier einen guten Schuss an Sprudelwasser und dann wird das Ganze so richtig wässrig schon fast. Das riecht auch krass. Das riecht geil und das schmeckt auch umso geiler. Also sieht nicht ganz so appetitlich am Endeffekt dann aus, aber das Ganze gibt dann so eine kuchenmäßige Konsistenz außen, wie so ein Kuchen und innen noch so ein flüssiger Kern. Und dann natürlich mit dem ausgerollten Zimtteppich für bessere Kohlenhydrataufnahme. Beste was gibt. Rund ums Training braucht ihr auf jeden Fall Kohlenhydrate und schnell verfügbare verdauliche Proteine und da ist das halt optimal. 2,5 Minuten und dann schauen wir uns den Lachs gleich an, wie er fertig aussieht. Man möge ihn ausrollen, Freunde. Der Zimtteppich, wichtigster Bestandteil, der kommt hier oben drüber, in die Mitte mache ich mal ein bisschen mehr aus, ein bisschen weniger, aber gibt dem Ganzen noch einen geilen Taste und funktioniert auf jeden Fall super als Kohlenhydrataufnahme-Transporter. So, angerichtet ist es. Ich probiere hier. Einfach geil, perfekt wie immer. Freunde, damit verabschiede ich mich aus dem Video. Das Ganze könnt ihr immer supporten. Direkt bei Miracle Wear zum Beispiel. Shirts haben wir noch. Vielleicht haben wir keins mehr. Ausverkauft, tut mir leid, aber ich bedanke mich bei allen, die auf jeden Fall supporten. Hier für die Arnold Classics. Bei esn.com könnt ihr das auf jeden Fall mit Code Polacco machen. Da supporten. Ihr könnt auch More Nutrition seit heute abchecken und mit Code ALICE dort sparen. Haben auch ein paar coole Produkte am Start, auf jeden Fall, auch für die Diät und so. Also werde ich mich in Zukunft da auch mal durchtesten, wenn Alice ihre Produkte kriegt. Und ja, dementsprechend lassen wir es jetzt uns schmecken und wir sehen uns morgen wieder. Dann heißt es letztes Training und an das Gym und dann heißt es bald Showday, Baby. So Freunde, so sieht das WG-Lifestyle aus, weil von Las Vegas habe ich noch eine dicke Rechnung von Airbnb, weil wir den Wasserhahn so verstopft haben, dass der nicht mehr rausgekommen ist. Und jetzt sind wir schlau gewesen, auf der schlauen Seite und machen hier das direkt mit dem Klostümpel sauber, Alter. Einfach der Handyman. Läuft doch, oder?